Hallo Freunde, die Geburt eines neuen Babys bedeutet für jede Familie große Glücksmomente. Mütter mit mehreren Kindern und ihre Väter genießen den Respekt ihrer Mitmenschen. Schließlich versteht jeder Elternteil, dass Bildung schwierig und anspruchsvoll ist. Allerdings wachsen in solchen Familien meist Kinder unterschiedlichen Alters auf. Und wenn mehrere Kinder gleichzeitig zur Welt kommen, sind Mehrlingsschwangerschaften beim derzeitigen Entwicklungsstand der künstlichen Befruchtung keine Seltenheit, sondern eine Eintrittswahrscheinlichkeit. Laut Statistik ist die Mehrlingsschwangerschaft bei natürlicher Empfängnis sehr gering und erreicht einen Wert von 1,5 bis 2%. Eineiige Geschwister werden geboren, wenn sich eine befruchtete Eizelle in 2, 3 oder mehr gleiche Teile teilt. Aus unbekannten Gründen beginnt sich jeder von ihnen als separater Organismus zu entwickeln. Erfolgte die Teilung innerhalb von 15 Tagen nach der Empfängnis, verläuft die Entwicklung beider Föten ähnlich wie bei zweieiigen Zwillingen. Sie werden beides haben. Eigene Plazenta erfolgt die Zellteilung zwischen dem 5. und 7. Tag, haben beide Föten eine gemeinsame Plazenta. Das Aussehen der Kinder wird nahezu eineig sein. Eineiige Zwillinge haben immer das gleiche Geschlecht und sind sich sehr ähnlich. Die körperliche Ähnlichkeit eineiiger Geschwister löst seit jeher Erstaunen, oft sogar mystisches Entsetzen aus. Die aktuelle Wissenschaft kann sich bereits in praktisch 100% der Fälle auf statistische Daten stützen. Haben eineiige Zwillinge die gleiche Haut und Augenfarbe? Auch die Form der Haare, Augenbrauen, Nase und Lippen stimmt in 97% der Fälle mit ihren intellektuellen Qualitäten überein, in 92% der Fingerabdrücke sind etwa 25% der eineiigen Zwillinge spiegelgleich. Dies kann sich in ihrem Erscheinungsbild widerspiegeln. Zum Beispiel hat 1 ein Muttermal auf der linken Wange und 2 auf der rechten, oder sogar in der Lagerung innerer Organe. Oft ist einer der Zwillinge Linkshänder und 2 sind grundsätzlich Rechtshänder. Eineiige Zwillinge sind natürliche Klone desselben Organismus. Im Gegensatz zu mehreren Eigeschwistern können diese genetisch völlig unterschiedliche Eigenschaften haben. Wenn die Möglichkeit der Geburt mehrerer Eigeschwister in den Genen einer bestimmten Person programmiert war, dann ist die Geburt eineiiger Zwillinge ein rein zufälliges Phänomen. Schauen Sie sich diese mutigen Mütter an, die mit nur einer Geburt mehrere Familien gegründet haben. Vierlinge. Nach Angaben aus dem Jahr 2000 gab es weltweit nur 15 eineige Vierlinge, davon 10 Schwestern, aber es gibt noch viel mehr alte Vierlinge. Laut Statistik kommen auf 700.000 Schwangerschaften Vierlinge. Holly, Ella, Jessica und George sind die einzigen eineiigen Vierlinge in Großbritannien. Sie leben mit ihren Eltern in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bedfordshire. Die Mädchen wurden 2006, im 20. Jahrhundert, geboren. Nach 9 Wochen wog jeder der 4 Chats weniger als 1,5 Kilo. Julia war die 27. Frau auf der Welt, die Mutter eineiiger Vierlinge wurde. Genau solche Babys, 4 hübsche Mädchen, Grace, Abigail, Emily und Michaela, wurden 2016 in der Familie von Bethany und Tima Webb in Kanada geboren. Während einer Ultraschalluntersuchung fragte der Arzt die werdende Mutter, ob es einen Fall einer Mehrlingsschwangerschaft gebe. Familie, Bethany war unsicher. Und sie war überrascht, der Arzt begann mit dem Zählen der Kinder, als er 3 Kinder auf dem Monitor zeigte. Ich dachte, das reichte, aber der Arzt, fuhr er fort, erinnert sich heute an die Mutter mehrerer Kinder. Ich gestehe, ich habe es lange Zeit für einen Scherz gehalten, sagte der werdende Vater einzigartiger Vierlinge damals. Die glücklichen Eltern haben eine Facebook-Seite eingerichtet, auf der sie zeigen, wie ihr bemerkenswertes Viererpaar aus eineiigen kleinen Mädchen lebt. Pater ist ein bekannter Fall, bei dem 5 Mädchen mit nur einer Eizelle geboren wurden. Es geschah im Jahr 19134 in der kanadischen Familie der Diode Wonder Girls, die zu einer Attraktion der Provinz Ontario wurde. Die Regierung beschloss, sich um die Mädchen zu kümmern und ihnen sogar ein separates, umzäuntes Haus zu bauen, um das sie sich ständig versammelten. Passanten. Die Mädchen wurden auf Ausstellungen und Treffen aller Art gezeigt, ständig verfolgt von Scharen von Unterstützern oder Neugierigen. Laut den Mädchen selbst gab es definitiv nichts, wovor man sie beneiden könnte. Sechslinge. Die englische Familie Wilson ist die erste Familie der Welt, die es geschafft hat, eineiige Sechslinge großzuziehen. Die Mädchen wurden im Jahr 1918 im Alter von 18 bis 11 Jahren geboren. 3. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Schwangerschaft normal verlaufen würde, lag bei 1 zu 104 Milliarden.
Es ist ungefähr so, als würde man an dem Tag, an dem die Ärzte einen Kaiserschnitt bei Janet angesetzt hatten, eine Person gegen die gesamte Weltbevölkerung in 14-facher Vergrößerung antreten lassen. Sie fühlte sich völlig ruhig. Die Vorbereitung auf die Operation war für die Ärzte sehr stressig, alle Operationen wurden abgesagt. Die Entbindungsstation war für jedes Kind, das Janet zur Welt bringen sollte, geschlossen. Ein Team aus mehreren Spezialisten war für die Überwachung des Zustands der Mutter zuständig. 7. Das Team, das Janet zur Welt brachte unter Vollnarkose, als sie aus der Narkose aufwachte. Ihre erste Frage war zur Überraschung vieler: Waren die AKS wirklich am Leben? 6 kleine Mädchen mit einem Gewicht zwischen 1 und 1,6 Kilogramm wurden geboren, nachdem sie eine der kritischen 48 Stunden überstanden hatten. Ja, die Journalisten nannten sie Baby Nummer 1 oder Baby Nummer 5 Nummer 1. Hannah, eine Grundschullehrerin, lebt der Klarheit halber bei ihren Eltern. 2 Kind ist Lucy. Derzeit arbeitet sie für die lokale Fluggesellschaft Nummer 3. Es ging an Ruth, sie arbeitet als Sekretärin Nummer 4, Sarah hat ein Gesundheitszentrum Nummer 5, Kate gehört einer Personalagentur an und schließlich Nummer 6, Ginny betreibt ihre eigene Konditorei. Im Jahr 2014 wurde Sarah, wie eine der Schwestern, Mutter. Ein weiteres kleines Mädchen namens George wurde zur Familie Wilson hinzugefügt. Septuaginta. Einer der berühmtesten Sieblinge der Welt stammt von der Familie McCook aus Iowa in den Vereinigten Staaten. Sie wurde 19.197 geboren. 5 von ihnen geht es gut und sie sind gesund. 2 weitere haben ernsthafte gesundheitliche Probleme. Ebenfalls im Jahr 19.198 brachte Hashim Mohammad Humrova in Saudi-Arabien Sieblinge zur Welt, 4 Jungen und 3 Mädchen. Die Mutter erwartete die Geburt von Vierlingen. Die Sieblinge wurden ebenfalls in Alexandria, Ägypten, an der Mittelmeerküste geboren. Die 27-jährige Gazelle Ibrahim Omar wurde keiner künstlichen Befruchtung unterzogen. 4 Jungen und 3 Mädchen wurden 1,5 Monate früher per Kaiserschnitt geboren. Ja, 8 Kinder, die 33-jährige Nas Sullivan brachte 2009 8 Kinder zur Welt, 2 Mädchen und 6 Jungen. Alle Babys sind lebendig und gesund, obwohl es mehrere Fälle von Achtlingen gab, die geboren wurden. Dies ist das einzige, bei dem alle 8 Kinder die Geburt überlebten. Damals lebte die Mutter von 8 Kindern zusammen mit ihren anderen Kindern und Eltern in einem Vorort von Los Angeles. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Familie bereits 6 Jungen im Alter zwischen 2 und 7 Jahren, darunter ein Zwillingspaar. Die Großmutter der Kinder gab ihre Arbeit auf und begann, sich voll und ganz der Familie ihrer Tochter zu widmen. Sie selbst gab an, dass sie sich zu diesem Schritt aufgrund ihrer eigenen Kindheitserfahrung entschieden habe, als sie ihre Brüder und Schwestern sehr vermisste. Darüber hinaus sagte die exzentrische Amerikanerin, dass sie ihrem Vorbild Angelina Jolie folge. Die Achtlinge wurden durch In-vitro-Fertilisation gezeugt. In solchen Fällen bestehen die Ärzte auf der Entnahme eines Teils der Embryonen. Schließlich könnte sich eine so große Anzahl an Embryonen sowohl auf die Gesundheit der Mutter als auch auf die Gesundheit zukünftiger Kinder negativ auswirken. Doch die Kalifornierin lehnte ab und verließ sich auf die Unterstützung ihrer großen Familie. Die alleinerziehende Mutter ließ sich vor vielen Jahren von ihrem Mann scheiden, weil sie keine gemeinsamen Kinder bekommen konnte. Die Geburt per Kaiserschnitt erfolgte für das 46-köpfige Team 9 Wochen früher als geplant. Der an der Geburt beteiligte Sanitäter rechnete mit der Geburt von 7 Kindern, was ein seltenes Phänomen ist, aber solche Situationen kommen manchmal vor. Es stellte sich jedoch heraus, dass es 8 Neugeborene sein würden, 6 Jungen und 2 Mädchen, und sie waren alle gesund. Das Gewicht der Babys lag zwischen 700 Gramm und 2 Kilogramm, 7 von ihnen atmeten sofort selbstständig und wurden mit der Flasche gefüttert. Eine Woche nach der Geburt wurde die ganze Familie aus dem Krankenhaus entlassen. Es gibt 10 und mehr Kinder, Geburtsinformationen sind für 10 Geschwister verfügbar. Gleichzeitig wurden solche Fälle 19.124 in Spanien, 19.136 in China und 19.146 in Brasilien registriert. Dies ist jedoch kein Rekord. In der indischen Stadt Raili ereignete sich ein seltenes Phänomen: eine 42-jährige Frau brachte innerhalb von 37 Minuten 11 völlig gesunde Kinder zur Welt. Es sollte hinzugefügt werden, dass alle Babys ohne Operation geboren wurden.
Das Interessante ist, dass es sich bei allen Babys um Jungen handelte, 6 davon waren eineiige Sechslinge. Alle Jungen wogen zwischen 1 und 1,5 Pfund, den Babys geht es recht gut, obwohl sie noch auf der Intensivstation liegen. Die örtlichen Ärzte konnten es nicht glauben. Zum Erstaunen aller brachte Maria Fernandes ihr Kind alleine zur Welt, und sehr schnell kamen die Jungen, 1 für 2, in nur 40 Minuten zur Welt. Die Frau brachte alle 11 Kinder zur Welt, die Frau wurde künstlich befruchtet, das Paar konnte lange Zeit keine Kinder bekommen. Das Paar wünschte sich unbedingt ein Kind und eines Tages entschied sich die Frau für eine künstliche Befruchtung. Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen. Dieser Fall wird ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen und das sind alle Freunde. Geben Sie ein Like, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Schreiben Sie Kommentare und bis bald.